Hallo, liebe Stickfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuzdame. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt heute ein Finish-Video. Ja, nach langer Zeit endlich ein Finish-Video. Aber wer meinen Kanal und meine Videos kennt, der weiß ja, dass ich hauptsächlich große Projekte sticke und die brauchen nun mal Zeit. Aber nichtsdestotrotz heute ein Finish-Video und wie ihr es wahrscheinlich euch schon denken könnt, es ist der Perlentiger. Er ist nun endlich fertig und ich denke, wir schauen ihn uns gleich an. Und so sieht er aus und ich finde fantastisch. Er kommt wirklich gut raus. Er sieht so toll aus und das, obwohl das ja eigentlich die 9 Count Kunststoffperlen sind und viele von euch mögen die ja gar nicht, aber ich bin wirklich begeistert, dass das Motiv so toll rauskommt. Ja, es war ja ein Vordruck, wie gesagt, auf 9 Count mit den Kunststoffperlen und ich habe dann noch die Anleitung. Die sieht so aus, also alles auf Chinesisch, aber man kann oben, also ich habe mir das natürlich übersetzt, es wird 112 mal 154 Stiche groß und das sollten 30 mal 43 Zentimeter sein. Ich denke, wir schauen uns das kurz an, ob das auch stimmt. Und wir haben in der Breite tatsächlich 30 Zentimeter und wir haben in der Höhe, würde ich sagen, 41,5, also keine 43 Zentimeter. Da fehlt dann doch ein Stück. Also ganz stimmen die Maße nicht. Ja, und dann steht hier natürlich auch auf Chinesisch noch die Waschanleitung und da steht, man soll es so für 20 bis 30 Minuten in warmes, sauberes Wasser einlegen und danach wieder zum Trocknen ausbreiten. Und hier, was hier in Rot ist, das bedeutet, man soll das Bild und die Perlen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ja, warum ist das so? Wie ihr wisst, verblassen dann die Perlen. Also die bekommen alle dann etwas, ja, eine unterschiedliche Farbe, also nicht wie so am Anfang. Aber ich denke, man kann hier am Bild das nicht erkennen, obwohl es bei mir auch einige Perlen betroffen hat. Und ich zeige euch noch gleich, was mir übrig geblieben ist von den Perlen. Also zuerst zeige ich euch das Garn. Ich habe hier tatsächlich noch eine volle Rolle und hier eine angefangene Rolle. Diese angefangene Garnrolle stammt eigentlich aus einem anderen Projekt, aber das habe ich dann entsorgt und das Garn habe ich mir aufgehoben und damit zur Gänze den Tiger gestickt. Und ihr seht, es ist noch immer eine Menge an Garn übrig, aber das brauche ich dann auch gleich für das nächste Projekt. Das zeige ich euch dann noch ganz zum Schluss, nachdem wir den Tiger ausgewaschen haben. Ja, und hier sind die Perlen. Wir haben 18 verschiedene Perlenfarben. Ich zeige sie euch mal alle und ihr seht, eigentlich von jeder Perlenfarbe ist eigentlich noch genug übrig. Also es ist mir keine Perlenfarbe ausgegangen. Also das sind 18 Perlenfarben. Ja, ich habe aber auch einige Perlen entsorgt und zwar die Perlen, die zusammengeklebt sind. Ja,
Ich zeige euch das, ich habe da welche aufgehoben und oh, entschuldigt. Und ja, ihr seht, das sind so, ja, Doppelperlen hier in 3 verschiedenen Farben und die kleben zusammen. Man kann sie zwar leicht, trennen, aber genau an der Verbindungsstelle, wo sie zusammengeklebt sind, da, ist dann keine Farbe mehr. Also, die Farbe löst sich an diesen Stellen und das sieht man dann natürlich im Bild. Und von daher habe ich diese Perlen entsorgt. Und trotzdem, wie ihr sehen könnt, bleibt noch einiges übrig von den Perlen. Also da ist noch genug da von den 9 Count Kunststoffperlen. Hier bei der Farbe 5 sieht man sehr gut, dass die verblassen. Also manche sind heller, manche sind dunkler, aber ihr könnt mir glauben, das fällt im Bild überhaupt nicht auf. Also ich habe sie nicht aussortiert, sondern einfach so genommen, wie ich sie ja, erwischt habe beim Sticken, ohne genau drauf zu sehen. Und man sieht im Bild überhaupt nicht, ob das verblasste Perlen sind oder nicht. Also wie gesagt, es sind genug an Perlen übrig. Und als nächstes geht's ja dann zum Auswaschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns danach nochmal. Ich zeige euch das Bild dann, wie es ausgewaschen aussieht und ob dann die Perlen auch eventuell durch das Wasser noch verblasst werden. Das werden wir dann gemeinsam beurteilen und zum Anschluss zeige ich euch dann noch mein nächstes Projekt. Natürlich muss ich auch gleich wieder ein neues starten. Also bis gleich in einer Sekunde. Willkommen zurück im zweiten Teil des Finish-Videos. Für euch ja nur eine Sekunde, bei mir hat es dann doch ein bisschen länger gedauert, aber insgesamt ließ sich der Vordruck ziemlich rasch auswaschen. Ihr seht hier auf der Rückseite noch ein bisschen Farbrückstände. Das kann jetzt noch vom Vordruck sein, aber das könnte auch von den Perlen sein, denn auch die Perlen haben ein bisschen an Farbe verloren. Aber schauen wir uns das von der Vorderseite an. Ja, und so sieht der Tiger aus. Ich finde ihn noch immer wahnsinnig toll. Ich glaube, man sieht jetzt nicht, dass die Perlen etwas Farbe verloren haben. Und am Rand des Stoffes, ihr seht, der gesamte Vordruck hat sich sehr, sehr gut auswaschen lassen. Ja, der Perlentiger, insgesamt über 17.000 Perlen. Ich zeige es euch mal ein bisschen aus der Nähe. Und ihr seht auch, die 9 Count Perlen legen sich ganz schön nebeneinander, so dass es wirklich ein tolles Bild ergibt. Ja, mein Fazit. Was sind die Vor- und Nachteile? Also als Nachteil sehe ich auf jeden Fall diese Lichtempfindlichkeit der Perlen. Also, dass man das Bild dann auch nicht aufhängen kann, wo die Sonne hinscheint, da sie dann ja auch verblassen und die Farbe verlieren. Ja, sie haben sie auch durch das Auswaschen ein bisschen die Farbe verloren. Das sehe ich jetzt auch als Nachteil. Aber insgesamt überwiegen für mich dann doch die Vorteile. Also ein Vorteil wäre, ja, sie kommen auch wunderschön raus, obwohl es 9 Count Perlen sind, also große Kunststoffperlen, kommt das Motiv ganz toll raus. Ein weiterer Vorteil ist dann für mich auch, ja, der Preis natürlich. Also im Vergleich zu den anderen, zum Beispiel Tokarewa-Bildern, ist das Bild natürlich wesentlich billiger.
Und auch ein weiterer Vorteil ist das dann auch für Anfänger, gerade wenn man noch nie Perlen gestickt hat und gar nicht weiß, ob einem das liegt, dann denke ich mir, ist das gut zu probieren mit den neuen Countperlen, und dann kann man sich ja entscheiden, ob man sich ein etwas hoch oder höherwertigeres Set kauft. Ja, was noch dazu kommt als Vorteil, besonders ja, wenn die Feinmotorik etwas beeinträchtigt ist, dann sehe ich das natürlich auch als Vorteil für einen eher grobmotorischen Menschen, denn diese Perlen lassen sich natürlich durch die Größe viel besser greifen und dadurch auch viel besser sticken. Ja, das war dann der Perlentiger. Und ja, dann kommen wir auch noch zum nächsten Projekt, das ich als nächstes starten möchte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir hier ein Daumen hoch hinterlässt oder, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, vielleicht auch ein Abo. So, aber jetzt zeige ich euch noch, was ich als nächstes geplant habe. Und zwar natürlich auch wieder ein Perlenstickprojekt. Ich habe es mit euch schon mal ausgepackt. Und zwar ist das eine Kooperation mit VIP Cross Stitch. Und das ist das Motiv, das ich als nächstes sticken werde. Und das ist dieser niedliche kleine Igel mit den Erdbeeren. Auch wieder ein Vordruckbild. Also ich packe es jetzt nicht aus. Es ist eher klein. Ihr seht 36 mal 36 Zentimeter. Und das ist ein 11-Count-Bild, das man ja mit diesem Garn sticken sollte. Aber das werde ich nicht machen, sondern ich werde es mit diesem Restgarn sticken, mit dem ich auch den Tiger gestickt habe. Und ja, hier sind die Perlen. Das sind jetzt keine transparenten Perlen, sondern opake Perlen, und daher werde ich dieses Perlengarn verwenden. Ja, das wird mein nächstes Perlenprojekt. Dieser kleine Igel, ich nehme ihn jetzt nicht mit rein in die Rotation, sondern werde einfach daran sticken, wenn ich Lust habe. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder, ich hoffe, im nächsten Video. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.